Ja, eine kleine Zwischenstation, weil wir den Flug verpasst haben. Aber wenn das Leben dir Zitronen gibt, Wir nehmen alles raus. so machen wir das. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei Deutsche in Georgien. Heute nehmen wir euch in eine Stadt mit, da waren wir auch schon. Wer uns länger verfolgt, der weiß das. Es geht nämlich nach Kutaisi. Ja, obwohl wir hier in Batumi wohnen, heißt es nicht, dass wir immer nur Urlaub machen. Das ist nämlich ganz und gar nicht der Fall. Wir haben schon einiges um die Ohren und ja, dann ist es passiert, wir haben unseren Flieger verpasst. Ja, wir sind etwas spät losgekommen und hatten das dann wieder einigermaßen herausgefahren. Und dann war die Autobahn gesperrt. Das heißt, wir mussten einen Umweg über Poti fahren und ja, wir waren zwar noch rechtzeitig am Flughafen, um ins Flugzeug zu kommen, aber durch das Aufgabegepäck war das leider nicht mehr möglich, weil das Gepäck schon verladen war. Und ja, wir reisen nicht gern ohne unser Gepäck, vor allem wo lassen wir das dann? Ja. Und so haben wir dann, wie Heinz schon gerade gesagt hat, kurz entschlossen, einen Zwischenstopp eingelegt. Es war auch alles halb so wild. Die Fluggesellschaft war gnädig mit uns und wir haben das Beste draus gemacht. Richtig. Wir haben aus Zitronen, Limonade gemacht. genau. Aber sie selbst. Ja, wie ihr seht, sind wir lecker am Frühstücken und zwar sind wir im Café Fleur. Da waren wir bei unserem letzten Aufenthalt schon mal und ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist wirklich das gemütlichste Café in Kutaisi. Ja, und wie ihr seht, ist auch alles, was es dort gibt, super, super lecker. Ja, aber das ist georgisch. Das mag der einfach nur. Aber selbstverständlich wollten wir auch etwas Neues unternehmen. Wir sind in den Botanischen Garten gegangen und wir nehmen euch jetzt ein Stückchen mit. Unser Ausgangspunkt ist quasi unser Hotel und wir gehen dann den Rioni entlang Richtung Botanischen Garten. Der Rioni ist auf jeden Fall mehr als einen Blick wert. Es ist ein schneller, reißender Fluss. Macht richtig Spaß dazu zu schauen. Und was auch sehr interessant ist, sind die vielen Häuser, die über die Stadtmauer hinweg gebaut sind und erweitert sind. Ich weiß nicht, ob ich da ruhig schlafen könnte nachts. Ja, interessanterweise sind sie manchmal auf alten Häusern draufgebaut und dann Richtung Rioni auf Stelzen gesetzt. Rioni könnte man auch noch sagen. Der sieht jetzt richtig, nicht dreckig, er ist schlammig, aber tatsächlich ist das Wasser sehr sauber und es ist einer der wenigen Flüsse, wo es noch freilebende Störe gibt.
da hinten in der Ferne seht ihr schon das bestehende Stauwerk, das Kutaisi mit günstigem Strom versorgt. Das ist wieder ein anderes Haus aus Stelzen und schaut euch dieses Wandgemälde an. Ja, und hier sind wir schon im Botanischen Garten und es ist ein Ort der Ruhe und der Entspannung. Ja, an dem Tag war es sehr, sehr heiß. Trotzdem ist alles wunderschön grün. Im Vergleich zu Tiflis oder Batumi macht der nicht ganz so viel her. Etwas spartanischer, aber er ist trotzdem, hat seinen eigenen Charme und ist wunderschön. Hat ein bisschen was von einem hergerichteten Wald. Ja, ja. Und er hat auch einige Überraschungen. Ja. Die werdet ihr dann noch sehen. Ich habe solche Sachen noch nicht gesehen, aber seid gespannt. Man muss auch sagen, mit einem Lari-Eintritt kann man vielleicht auch nicht so große Sprünge machen. Die Menschen in Georgien haben nicht sehr viel Geld und damit möchte man ihnen ermöglichen, trotzdem diesen Park zu besuchen. Und das ist jetzt kein hoher Standard und er ist auch nicht so sehr gepflegt, aber er ist trotzdem schön. Er hat so seinen eigenen Charme. Hier sieht alles so ein bisschen ungepflegt aus. Ja, Also in Batumi wäre das nicht so. Aber das ist natürlich auch teurer. ja, es sind überall schöne Geräusche, wunderbar frische Luft. Hat eine tolle Atmosphäre, der Park. Also wir sind in der Woche da und das ist wahrscheinlich der Grund, warum fast niemand außer uns den Botanischen Garten besucht. Jetzt gehen wir quasi parallel zum Fluss. Wieder Richtung Zentrum des Parks, wo auch die Überraschung wartet.
konzentriert, etwas verwunschen, kommt die Überraschung. Schaut mal, eine Glucke. Aber da ist noch mehr. Was ist denn das? Der Nils geht da jetzt hoch. Ich habe mich bereit erklärt, das zu erkunden. Da kommt er gleich. Aber warum ist da eine Glocke? Des Rätsels Lösung folgt sogleich. Da ist eine Tür im Baum. Und dahinter verbirgt sich eine kleine Kapelle. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Sogar ein Fenster, mit einem Fenster ausgestattet. Dieser Baum ist eine Eiche und etwa 400 Jahre alt. Und er lebt selbstverständlich noch. Ja, schaut selbst, dem geht's gut. Das ist wie aus Herr der Ringe im Auenland oder so. Unglaublich. Ja, ein anderer spannender Baum. Da könnt ihr das Schild sehen. Es ist wie auch in Tiflis und in Batumi alles bezeichnet, die Pflanzen, wer sich dafür interessiert. Es ist auf Englisch bzw. Latein und Georgisch. Das heißt, auch ein Kenner oder jemand, der einer werden möchte, kann sich dort informieren. Ja, jetzt geht es zurück. Wir gehen über diese interessante Brücke. Das sieht aus wie eine ehemalige Zugbrücke. Wir haben natürlich wieder Hunger, Ja. gönnen uns jetzt in der Stadt was Leckeres zu essen. Das ist quasi eine Abkürzung in die Stadt. Da sehen wir dieses Wandgemälde oben und dieser Herr im schwarzen Hemd. Ja, er wollte gerne Bier mit uns trinken. Ja. Das heißt aber nicht, dass er uns einladen wollte. Nein, sondern- Ja, er wollte eingeladen werden. richtig. Und im Park ist uns sowas Ähnliches auch passiert. Und hier ist etwas ganz Besonderes. Das ist eine kleine Seilbahn, die uns hochführt zu unserem Hotel. Mit Hackab-Shaw-Werbung. Und die Kinder sind so ein bisschen überm Pegel. Ja, die freuen sich auch. Ja, das ist Seilbahn über den Rioni hoch zum Park, zum Freizeitpark. Der ist tatsächlich auch da oben. Ja. Werdet ihr gleich sehen. Und das schöne Hotel. Diese Seilbahn hat was von dem guten alten Charme der Sowjetzeit noch.
Ui, ti prendi mai giusta. Ai mi di sa classe da lì. Hello. Mi pensavo. Die schöne Da unten sieht man den Busbahnhof und der ist renoviert worden. Interessanterweise ist sehr viel in der Stadt verbessert und renoviert worden. Also ein Teil, den wir euch in unserem letzten Kutaisi-Video gezeigt haben, stimmt nicht mehr. Also da ist unglaublich viel passiert. Ich bin richtig beeindruckt gewesen. Sura, alla feria Raki era sì. Bilkar ya kadar yine. Da sind wir angekommen. Etwas holprig. Hat Spaß gemacht. Ja, das, was Kindern Spaß macht, ja. Und hier ist der besagte Freizeitpark. Der war 2021 ganz leer. Wegen Corona war alles geschlossen, als wir da das erste Mal waren. Und jetzt ist da schon einiges los. Ja. Da sind wir schon wieder am Hotel. Ihr kennt es sicher wieder. Parkhotel in Kutaisi. Ja, das war unser zweiter Besuch in Kutaisi. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Es war ein wunderschöner Aufenthalt. Da gibt es viel zu erleben. Wir haben natürlich noch einiges mehr unternommen, aber wir haben nicht immer die Kamera eingeschaltet, aber es hat furchtbar viel Spaß gemacht. Also viel für dieses Mal aus Georgien. Hast du Kommentare, dann scheue nicht, sie einfach drunter zu schreiben. Und ansonsten bitte ich dich, ein Abo und ein Like dazulassen. Das wäre wirklich schön. Aktiviere die Glocke und wir sagen bis zum nächsten Mal bei Zwei Deutsche in Georgien. Genau. Schau rein. Tschüss.